Hallihallo zu Crimes and Punishments mit Sherlock Holmes. Hier ist euer Maulwurfen und wir werden mal das Let's Play starten. Ja, das wollen wir. Fogwas Presents Crimes, Punishment, Sherlock Holmes. Starring Sherlock Holmes, Dr. John Watson, Inspector G. Lestrade, Mrs. Hudson, Mycroft Holmes, Regents and the BSI. Der schwarze Peter. Oh, fängt ja gleich gut an. Mit einem Schuss. Oha. Er hat ja wieder Ideen. So, gehen wir mal in Deckung da, weil im Sofa. Oh. Holmes, will you stop that? Oh, schießt doch mal in unsere Richtung. You are utterly mad. Ja, ich glaube auch. War völlig von Sinn. Aber das ist wieder typisch Holmes. Hoffe, er hat keinen genippt. Stop, Holmes! Oh. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang. Klappernde Handschellen. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Ja, öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch und halten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Dann machen wir das doch mal. Beweise, Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzen Peter,
geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's-Lee. Okay. Dann haben wir hier die Aufgaben. Untersuchen Sie Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's-Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's-Lee. Gut, das machen wir auch. Gut, das ist nochmal der Dialog. So, hier gab es noch was. Ah, das ist die Landkarte. Baker Street, wo wir jetzt sind. Das ist der Tatort. Okay. Und sonst dürfte ja noch nichts. Hier ist nochmal dann der Dialog, den man nochmal nachlesen kann, der eben gelaufen ist. Ja, so, das kann ich ja mal durchscrollen. Falls das jemand mal lesen möchte. So. So wie Nestler haben wir noch keine. Charakterporträts haben wir auch noch nicht. Okay. Ja, dann schauen wir uns hier mal kurz My ein bisschen analysis table. It is useful for my work. Oh, ein Teleskop. Oha, oha. Wo guckt denn der Holmes da immer hin? Na, 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 na. Die Dame weiß, dass sie beobachtet wird, so aus Versehen. Schreibtisch. A map of Da ist eine London and the Karte. surrounding area. It could be useful. Ja, aber gut, das ist Mrs. Hudson. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ja. Forschungsberichte. My archive. I can always consult. This is where I keep my post. Okay. My archive. Zeitungen. I can always consult with it if needed. My Enzyklopädien. archive. I can always consult with it if Bei needed. Bedarf. Gut, also aber jetzt noch nicht. Oh, das sieht aus wie unser Zimmerchen. Schönes warmes Kaminfeuerchen, ein Teechen, ein paar Bücher. Unser Schreibtisch, Schminktisch, ah, okay. Schminktisch, Haare, Kopfbedeckung. Ah, okay. Aber da ein Schloss vor ist, können wir das wohl noch nicht nutzen. Brillen auch noch nicht. Ja, witzig. Kann man sich also quasi dementsprechend den Situationen, die es vielleicht im Laufe des Spiels noch gibt, verkleiden. Ist ja auch mal sehr gut gemacht. Haare, verschiedene Haare. Da kann man sich eine Mütze aufsetzen. Okay. Dann machen wir mal den Kleiderschrank auf. Morgenmantel können wir noch nicht benutzen. Seemann auch noch nicht. Aufgeknöpft. Freizeit, dunkler Anzug. Dunkler Anzug, brauner Anzug. Den grünen haben wir auch. Ach. Ja, mal gucken, was haben wir noch? Einen grauen Anzug. Heller Anzug. Den können wir auch anziehen. Dann nehmen wir den mal. So. Sie haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Daher wird Ihre Auswahl zurückgesetzt. Lösen diesen Fall, um weitere Verkleidungsmöglichkeiten freizuschalten. Okay. Aber meinen Anzug haben wir an. Gut. So. Da kann man schön rausgucken. Also Grafik läuft über DirectX 11. PC. Sehr schön gemacht eigentlich. Auch sehr detailreich. Gefällt. Auch von den Gesichtszügen her und so. Ja, prima Sache. Gut. Soll es ja auch, glaube ich, für Xbox und für PS3 geben. Ja, und wir haben es für den PC. Gut, dann werden wir mal
zu Woodmansley hindüsen. Mit der Kutsch. So, da kann man noch mal reingucken jetzt. Gut, hier gibt es nichts Neues. Wie man unten sieht, ist das der Ladebildschirm. Könnte man sich also quasi die Zeit mit überbrücken, ne? Aber das hatten wir uns jetzt ja schon angeschaut. Von daher, ja. Scheinen wir jetzt angekommen zu sein. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ah, da ist Lestrade. Achso, das scrollt dann nochmal durch. Gut, das ist jetzt abgeschlossen, aber... Gut, was hier als Beweis ist jetzt noch nichts Neues. Okay. Dann gehen wir mal hier durch den schönen Garten. Ah, hier sind Spuren. Okay. Konzentrieren sich darauf, Details auszuspüren, die anderen Personen entgehen könnte. Das sind die Fußspuren, also. Okay. Die untersuchen wir jetzt mal. Schuhabdruck. These footprints appear to be quite large. Gut. Also mit T haben wir da dann so noch eine besondere Fähigkeit. Mr. Holmes? Ja. Garten. It seems that the garden was well maintained. Ja, sehr gepflegt, genau. It Mal seems that the gucken. garden was well maintained. Ah, das bleibt immer gleich, okay. Ja, so ist doch ganz nett. Wie gesagt, auch hier grafisch sehr schön. Ist auch nochmal Mr. Polizist. Holmes? Ja. So, dann gehen wir mal auf Lestrade zu. Und eine ältere Dame. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendetwas Ungewöhnliches. Wann wurde die Leiche gefunden oder gibt es einen Gärtner? Also, hinterfragen wir das jetzt mal. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Er war also betrunken. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Gibt es einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Wann wurde die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Okay. So.
Vorwärts beenden. Ach, jetzt kann man hier die Dame noch untersuchen. Rückwärts D, vorwärts. Okay. Da ist ein Medaillon. Und Kamin nennt man das, okay. Da sind ein paar Handschuhe. Ein Nistkasten. Ein Buch. Haubenmeise. Okay. Gucken, was gibt's hier noch? Eine Knöpfe gibt's nichts auszusetzen. Ein katholischer Rosenkranz. Charakteranalyse abgeschlossen. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Never mind. Das haben wir doch schon. Wollte ich hier nicht nochmal analysieren. You have indeed. Achso, Yes. He was dann different, wiederholte wasn't das he, nochmal. when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Wählen Sie den Beweis aus, der der Aussage Ihres Gesprächspartners widerspricht, um die Ermittlungen fortzusetzen. Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Gepflegter Garten, Profil des Opfers, Pilgerfahrt, unbekannte Abdrücke. Dann nehmen wir mal die Pilgerfahrt. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay. So, deswegen hatte ich das nochmal wiederholt, weil ich das mit dem Q nicht schnell genug hingekriegt hatte. Jetzt gucken wir mal einen Tab. Jetzt haben wir hier, Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg unternommen hat. Dann haben wir hier den gepflegten Garten. Obwohl, es wird ja gesagt, dass das kein Gärtner war, sondern der Pete selber, Peter. Dann haben wir Fußabdrücke gefunden, die ziemlich groß sind. Und dann haben wir nochmal das Opfer selber. Das hatten wir ja, genau. Okay, dann haben wir hier nochmal was, ein Porträt, Charakterporträt. Judith stammt vom Lande irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness und Strathspey in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Okay. So. Da ist ein Schloss vor. Dann müssten wir ja eigentlich hier unten bei der Hütte mal schauen. Aber ich sehe gerade die Zeit. Ja doch, zu der Hütte gucke ich noch mal kurz runter. Da ist ja auch noch mal Lestrade. Mit denen könnte Peter man kurz Carey's noch mal body is reden. inside the cabin. We took care not to touch anything. Das ist in Ordnung. So, also bevor wir dann die Tür öffnen, sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Machen wir hier erstmal einen Cut. Gehen wir zum Hauptmenü. Ja.
Und ja, danken erstmal fürs Zuschauen. Und Let's Play 2 werden wir dann sehen, was mit Peter geschehen ist, da der ja noch in der Hütte sein soll. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Bye bye.